Das einfachste Patchwork-Binding der Welt sieht auch noch ausgefallen aus. Und wir können das Ganze sogar super einfach auch mit Effektgarn quilten, mit Metallic Garn. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Hey! Zunächst einmal bereiten wir Streifen vor. Für unser Binding brauchen wir 2,5 Inch breite Streifen, 2,5 Inch oder etwas mehr als 6 cm. Das Ganze bügeln wir auf Flisofix. Damit unsere Streifen am Flisofix kleben und unser Bügeleisen sauber bleibt, nehmen wir Butterbrotpapier. Wir richten das Ganze gut aus und bügeln unsere Streifen einmal fest. Wenn wir das haben, schneiden wir unsere Streifen einmal grob aus. Wenn wir unsere Streifen vorbereitet haben, möchten wir sie einmal in der Mitte teilen. Wir legen unseren Streifen vor uns hin, wir nehmen unseren Rollschneider und nun möchten wir etwa in der Mitte in Schlangenlinien durch unseren Streifen fahren. Eine Seite ist gerade, eine Seite ist gewellt. Ich überlasse die Wellenform dem Zufall. Man kann das auch ganz genau arbeiten. Wenn wir die Streifen vorbereitet haben, möchten wir diese vorbereiteten Streifen als Binding um unser Top setzen. Da schaue ich nun einfach, wie mir das gut gefällt. Ich kann das Ganze mit dem gleichen Ton, mit dem gleichen Streifen arbeiten. Ich kann ganz unterschiedliche Streifen verwerten, so wie auch immer ich das mag. Wenn ich mich entschieden habe, schneide ich meine Streifen einmal zu. Den ersten Streifen möchte ich von der unteren Ecke bis zur gegenüberliegenden Ecke legen. Wenn ich meinen Streifen gleich aufbügeln möchte, achte ich darauf, dass ich den Streifen nicht mit der Außenkante ansetze. Wir lassen das Ganze weit überhängen. Wir möchten schauen, dass wir unsere geschnittene Kante gerade gut genug verdeckt haben. Wenn wir das fertig ausgemessen haben, schneiden wir das übrig stehende Stoffband ab. Von meiner ersten zugeschnittenen Seite ziehe ich einmal das Flisofix-Trägerpapier ab. Ich lege meinen Streifen so auf, dass meine Randlinie verschwindet, aber mein Streifen noch ein ganzes Stück auf dem Hintergrundstoff liegt. Und meinen so ausgerichteten Streifen bügele ich einmal an. Sollte euer Band wie bei mir hier jetzt nicht über die ganze Breite gehen, sondern irgendwo mitten auf eurem Quilt enden, ist das gar kein Problem. Ihr nehmt einfach ein anderes Stück und setzt das an. Dabei achtet ihr nicht auf die Außenkante, sondern ihr arrangiert das einfach über diese Mittellinie. Und weiter geht's. Eure Eckstücke lasst ihr ein bisschen überlappen und später werden wir uns darum kümmern. Wir bügeln alle 4 Seiten fest und wenn wir das haben, nehmen wir das einmal mit zur Nähmaschine. Als erstes möchte ich festlegen, mit welchem Garn und mit welcher Nadel ich das Ganze quilten möchte. Ich möchte meinen Rand mit einem Metallic-Faden nähen, das heißt, ich habe als Oberfaden den Metallic-Faden Spotlight von Wonderfil. Als Unterfaden habe ich Decobob von Wonderfil. Das ist kein Metallic-Garn, das ist ein 80er Faden, also ein sehr, sehr dünnes Garn. Und das Metallic-Garn lässt sich damit sehr gut verarbeiten. Nehmt den Metallic-Faden nicht als Unterfaden, nehmt dazu eine sehr feine, dünne Alternative, wie hier dieser Decobob-Faden. Meinen Decobob-Faden habe ich goldfarben gewählt und mein Metallic-Garn habe ich blau, grün-blau, blau-grün gewählt. Wenn nun ab und zu mein Unterfaden hervorblitzt, habe ich einen schönen zusätzlichen Effekt. Den mag ich. Wir möchten nun einmal zickzack um unsere kurvige Linie nähen. Das heißt, wir heben das Nähfüßchen, richten das Ganze einmal aus. Wir holen den Unterfaden nach oben. Wir vernähen dreimal auf der Stelle. Meine Stichlänge habe ich auf 0,1 gestellt
und meine Zickzackstichweite stelle ich an meiner Maschine auf 3. Und wenn wir das haben, quilten wir einfach los. Als Nadel habe ich die Nachsticknadel von Schmetz gewählt. Sie hat ein sehr schön großes Öhr, sodass das mit dem Metallic-Garn gut funktioniert. Achte darauf, dass ihr das Ende eures Randstreifens genau in der Füßchenmitte habt, damit euer Zickzackstich zu beiden Seiten gleich weit greift. Wenn wir zu unseren Ecken kommen, quilten wir einfach gerade über die Ecke hinaus bis zum Stoffende. Auf diese Weise sichern wir schon unsere Ansatzstücke. Auf der anderen Seite nähen wir einfach direkt wieder in den Stoff hinein. Wir erhalten ein kleines Extra an unserem Rand. Das gibt nochmal einen schönen zusätzlichen Effekt. Auf diese Weise quilten wir alle 4 Kanten unserer inneren Bindingstreifen. Wir haben den inneren Rand schon fertig, den äußeren Rand möchten wir nun arbeiten. Dazu legen wir unser Top einmal so hin, dass wir eine gute Schneidebahn haben. Denn nun möchten wir mit dem Rollschneider das gleiche wiederholen. Wir setzen an und wir schneiden einfach Wellenlinien. Die Wellenlinien, die wir nun in den äußeren Rand einschneiden, können einer ganz eigenen Linie folgen. Sie sollen gar nicht der inneren Linie entsprechen, sie sollen nicht gleich sein. Je individueller wir das gestalten, je schöner wird es nachher aussehen. Folgt einfach eurem Rollschneider. Und wenn wir das haben, nehmen wir das mit zur Nähmaschine. Nun möchten wir unseren äußeren Rand zickzack nähen. Hier können wir unsere Fäden einmal nach oben holen und festhalten. So, das reicht völlig. Wir senken unser Füßchen ab. Wir stellen Zickzack ein und wir quilten den äußeren Rand. Wir können unseren Rand ganz ohne Probleme mit dem normalen Nähfüßchen arbeiten. Ich nutze dazu gerne mein Obertransportfüßchen. Wenn ihr das ebenso machen möchtet und kein Obertransportfüßchen habt, verlinke ich euch eine Seite mit über 20 Obertransportfüßchen, sodass ihr da die Möglichkeit habt, wenn ihr mögt, euer passendes Füßchen zu finden. Jetzt stelle ich meinen Zickzackstich auf die größte Breite ein und ich möchte, dass meine Nadel einmal am Stoff vorbei, außen am Stoff vorbei und einmal den Faden über den Stoff zieht, sodass mein Rand verschlossen wird. Und so arbeiten wir uns um den kompletten Rand, bis unser Binding fertiggestellt ist. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, mit diesem Binding die Ecken zu gestalten. Wir können noch Gärungsecken einarbeiten. Wie das geht, schauen wir uns nun an. Wir bügeln unser vorbereitetes Band einmal genauso auf, wie wir das beim ersten Mal gemacht haben. Die gewellte Seite liegt auf unserem Top und die gerade Seite davor. Wir bügeln das Ganze bis zur Ecke an. Und wenn wir das haben, falten wir unsere Gärungsecke. Wir schlagen einmal unser Stoffstück, unseren Stoffstreifen zurück. Wir lassen unseren Stoffstreifen aber ein Stück über unser Top hinauslaufen. Das richten wir aus. Wir falten unsere Ecke ein bisschen ein und wir schlagen unsere Ecke zur nächsten Seite hoch. Unsere Gärungsecke müssen wir vielleicht noch ein wenig anpassen. Die eine Seite ist länger als die andere und wenn das der Fall ist, können wir das Ganze einfach noch ein bisschen zurückschneiden. Dazu falten wir unsere Gärungsecke noch einmal auseinander. An unseren vorbereiteten Knicken sehen wir, wo wir schneiden müssen. Wenn wir das Ganze angepasst haben, legen wir unsere Gärungsecke erneut in Form und nun können wir das Ganze einbügeln. Überall da, wo wir angesetzte Stellen haben, quilten wir einfach zickzack.
Und weil das ein schöner Effekt ist, quilten wir auch da zickzack, wo keine Ansatzstelle ist. Und so können wir mit diesem Binding ganz wunderbare Effekte erzielen. Hey! Jetzt wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter patchen und quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!